Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich habe heute vor, euch meine Neuzugänge für den Monat September 2015 vorzustellen. Ich hatte jetzt ein paar Schwierigkeiten, ich habe nämlich das Video früher mal abgedreht und jetzt ist die Datei irgendwie verloren gegangen und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Also habe ich gedacht, jetzt mal eben schnell nach der Arbeit drehe ich euch das nochmal. Und ja, ich war beim Bücherflohmarkt zum einen und zum anderen war ich bei hier, da gab es auch sehr schöne Schnäppchen. Und dann habe ich noch ein Buch geschenkt bekommen, nee, zwei Bücher habe ich geschenkt bekommen. Und irgendwie sind das ganz schön viele Bücher, ich habe die jetzt nicht nachgezählt. Aber wie immer bekommt ihr sämtliche Titel und Autoren in der Infobox nochmal als Liste. Und ja, ich würde sagen, ich starte mal los. Übrigens sitze ich heute auf dem Fußboden, weil ja, ich habe 3 Stapel Bücher hier und die passen einfach nicht mehr auf meinen kleinen Tisch und deswegen sitze ich auf dem Fußboden. Ja, ich denke, das macht euch überhaupt nichts aus, oder? Das ist völlig egal. Ich fange an mit den 2 geschenkten Büchern. Davon habe ich dieses hier bereits gelesen, und zwar von Higgins, Doppelschatten. Das könnt ihr schon in meinem Monatsrückblick sehen. Das sind 4 Kurzgeschichten von Higgins, die ja so Kriminal Kurzgeschichten schreibt oder auch Bücher, meistens ja Krimis, und ja, die waren ganz nett, jetzt nicht überragend oder so, aber waren ganz gut. Und ja, so, das zweite Buch, welches ich geschenkt bekommen habe, ist von Gwyneth, Herzmuster. Und das ist dieses kleine, unscheinbare DTV-Buch. Ich finde DTV-Bücher manchmal, also auch wenn sie so klein und unscheinbar sind und auch kein besonders schönes Cover haben, wie man sieht, manchmal verbergen sich da doch ganz nette Geschichten hinter. Und hier würde ich euch gerne mal den Klappentext vorlesen. Und zwar: Weiblicher Single sucht eigentlich einen Job, trifft dabei aber auf männlichen Menschen, der zwar in Wirklichkeit gar kein Single ist, sich aber trotzdem manchmal so fühlt. Natürlich verlieben sich Angela und Joe auf den ersten Blick hoffnungslos ineinander, was Joe allerdings nicht hindert, mit seiner Freundin Edith eine Partnertherapie zu machen. Ja, also da bin ich sehr gespannt und habe ich echt Lust, das zu lesen. Und ich hoffe, das wird jetzt diesen Herbst noch was. Es ist ja ein ganz dünnes Buch und ich glaube, das werde ich irgendwo zwischenschieben. So, dann komme ich, würde ich sagen, zu den Büchern vom Bücherflohmarkt. Das ist allerdings nicht, sind nicht die Bücher, die ich euch im September schon gezeigt habe. Da war ich auf dem Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek und diese Bücher kommen jetzt von einem anderen Bücherflohmarkt. Also wie ihr seht, September ist der absolute Flohmarktmonat in Graz. Und ja, bei uns hier nebenan ist eine Kirche und dort wurde auch ein riesiger Bücherflohmarkt veranstaltet. Und der findet übrigens immer noch statt. Also falls jemand aus Graz zuguckt, ich glaube bis nächsten Sonntag findet er noch statt. Und ja, da war ich natürlich auch unterwegs und habe schöne Bücher besorgt. Und ich fange einfach mal an mit Paulo Coelho, der Alchimist. Ja, das ist, glaube ich, sein bekanntestes Buch, neben Veronika beschließt zu sterben, was ich schon gelesen habe. Der Alchimist habe ich noch nicht gelesen, interessiert mich und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich glaube, die Bücher, das war ein bisschen unterschiedlich, wie teuer die waren. Die kamen so um die 1-2 Euro. Dann habe ich hier von McCarten, Englischer Harem, Englischer Harem. Dieses Buch habe ich mal bei den Filmafilmen gesehen und die fanden das total klasse und deswegen musste ich das natürlich auch holen jetzt. In einem super Zustand, ich glaube auch für 2 Euro oder vielleicht 1,50, keine Ahnung. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und das letzte Buch aus dem Diogenes Verlag von John Irving, die wilde Geschichte vom Wassertrinker. Das sieht so aus. Von Irving lese ich ganz gerne mal einmal im Jahr was. Also zu oft darf es auch nicht sein, weil er so einen speziellen Erzählstil hat und auch sehr spezielle Geschichten schreibt.
Wer John Irving noch nie gelesen hat, dem würde ich wirklich raten, mal ein Buch von ihm zu lesen. Einfach nur, um herauszufinden, ob es was ist. Wie gesagt, er ist ganz anders als alle anderen. Und ja, die wilde Geschichte vom Wassertrinker kenne ich noch nicht. Und ja, werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr lesen, weil dieses Jahr habe ich von ihm gelesen, das Hotel New Hampshire. Mir sehr gut gefallen. Das fand ich ganz toll. Und so, dann habe ich mir geholt von einem meiner absoluten Lieblingsschriftsteller, Fjodor Dostojewski, die Brüder Karamasow. Das sieht so aus. Eine relativ alte Ausgabe, die, wie ihr auch wahrscheinlich empfindet, nicht besonders schön aussieht. Der Buchrücken sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ich habe mich total gefreut, ich habe wirklich Purzelbäume geschlagen, als ich dieses Buch gesehen habe, weil in der gleichen Ausgabe habe ich bereits Schuld und Sühne, das sieht so aus, ebenfalls mit einem wunderbaren Buchrücken. Und das passt jetzt super schön zusammen. Sieht ein bisschen oll aus, also wer es mag, so ein bisschen antiquarisch angehauchte Bücher im Regal stehen zu haben. Ich mag das. Ja, deswegen habe ich mich auch mega gefreut, als ich das gefunden habe. Weil die Brüder Karamasow hatte ich, glaube ich, nur ein Buch. Und zwar war das irgendwie der erste Band. Und es war auch so eine Asbach uralte Ausgabe. Da hätte ich nie wieder den zweiten Band zu gefunden. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass ich das beim Flohmarkt gefunden habe. Ich meine, woanders findet man das nicht. Es sei denn, man geht ja wirklich mal ins Antiquariat, was ich eigentlich nie tue. Und ja, jetzt habe ich es und es sieht wunderschön aus im Regal und ich freue mich. So, dann habe ich von Doris Lessing das 5. Kind. Ja, hier geht es um Ben, der irgendwie nichts Kindliches, der als Kind nichts Kindliches an sich hat und irgendwie seine ganze Familie durcheinander bringt. Und ja, das hat mich sehr interessiert und ich habe von Doris Lessing noch nie etwas gelesen und deswegen musste das jetzt mal her. Und dann habe ich mir geholt, und das war auch ein bisschen teurer, aber das macht nichts, von Hillary Rodham Clinton, gelebte Geschichte. Das ist die Biografie von Hillary Clinton. Ich muss wirklich gestehen, ich glaube, ich habe noch nie eine Biografie gelesen. Ich meine zumindest, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht habe ich mal eine gelesen, aber die war wahrscheinlich so unspektakulär, dass ich nie wieder zu einer Biografie gegriffen habe. Ja, diese Frau interessiert mich aber sehr. Ich stehe irgendwie auch auf starke Frauen, finde ich toll, Frauen, die sich in der Politik engagieren und ja, emanzipiert einfach durchs Leben gehen, finde ich klasse. Deswegen möchte ich das gerne lesen. Ja, und wie gesagt, 5 Euro für die Schinken. Und ich weiß nicht, was der neue gekostet hat. Das steht hier leider nicht drauf. Das war wahrscheinlich eingeschweißt. Naja. Und dann habe ich geholt von Iris Murdoch das italienische Mädchen. Sieht so aus, ist im Piper Verlag erschienen. Hat mal 16,90 Mark gekostet. Also ist schon ein bisschen älter, das Buch. Und hier geht es um ein italienisches Kindermädchen, was auf einem in einem englischen Gutshaus oder Herrenhaus angestellt ist und 2 Jungs versorgt oder 2 Brüder versorgt dort oder sich um sie kümmert und die Mutter verstirbt dann, also die Patronin sozusagen dieses ganzen Anwesens verstirbt. Ja, und die Brüder sind halt sehr unterschiedlich, also wie Feuer und Wasser sozusagen. Und dieses italienische Mädchen erzählt sozusagen die Geschichte der beiden Brüder, wie sie sich entwickeln und was sie so tun. Und ja. Es steht auf dem Klappentext nicht viel, also nicht viel zum Inhalt, deswegen kann ich euch jetzt nichts erzählen. Aber ich bin sehr gespannt. Iris Murdoch scheint ja psychologisch sehr geschickt geschrieben zu haben und da bin ich halt sehr gespannt drauf. Und ich habe bei Thalia, es gab so eine Aktion, ich glaube
Mängelexemplare, die das Stück, glaube ich, 3,90 gekostet haben oder 3,99. Und ab 4 Büchern hat man sie dann für 2,50 € bekommen, das Stück. Und da habe ich natürlich ein paar gefunden, ne? Wie soll es auch anders sein. Und da habe ich natürlich von Lucinda Riley ebenfalls das italienische Mädchen. Also zweimal der gleiche Titel, völlig unterschiedliche Bücher. Ich habe von Lucinda Riley das Euch, gelesen. Ja. Hat mir so mittelgut gefallen. Es gab so ein paar Schwierigkeiten, die ich da mit dem Buch hatte, aber nichtsdestotrotz war das ein schöner Schmöker und hat mich wirklich, also super klasse Literatur für entspannte Abende. Wenn man mal auf der Arbeit ein bisschen gestresst ist, dann kann man sich sowas super gut reinziehen, finde ich. Das beansprucht den Geist nicht besonders, sondern das schmeichelt eher der Seele. Und deswegen habe ich mir das geholt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich denke mal, die meisten von euch werden das Buch sowieso schon kennen und Lucinda Riley auch. Dann habe ich mir besorgt von Simonatta Greggio mit nackten Händen. Dieses Buch habe ich bereits gelesen. Dazu habt ihr auch so eine halbe Rezension in meinem Lesemonat für September. Und ja, das hat mir nicht so gut gefallen, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch etwas. So, dann habe ich geholt von Francesca Melandri über Meeresflöhe. Und in diesem Buch haben wir haben wir zwei Menschen, die einander begegnen, männlich und weiblich. Was sehr besonders ist, ist der Ort, an dem sie sich treffen. Und zwar ist das ein Hochsicherheitsgefängnis. Ja, sie sitzen dort nicht ein, sondern sie besuchen jeweils jemanden und treffen sich dort und daraus entwickelt sich irgendwas. Ich weiß nicht genau, ob sich Liebe daraus entwickelt oder eine Freundschaft oder eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise, kann ich euch nicht sagen, steht hier hinten auch nicht auf dem Klappentext. Wenn ich es gelesen habe, werde ich es euch natürlich berichten. Und dann habe ich mir geholt von Billy Russell, der Fliegenfänger. Das sieht so aus. Ich kann das mit links immer irgendwie nicht so gut steuern. Naja, es sieht so aus, genau. Da fand ich das Cover super toll. Also es war wirklich irgendwie zum größten Teil Coverkauf. Hier geht es um so eine Huckleberry Finn-Geschichte. Also ein Junge, der irgendwie nach Selbstständigkeit, Freiheit, was auch immer strebt und was ihm da auf seinem Weg dorthin begegnet, was für Abenteuer er erlebt, das steht denn hier drin. Das ist ein relativer Klopper, muss ich sagen. Also wie es aussieht, muss man eben gucken. Naja, 524 Seiten. Mal gucken. Ja. Und als letztes aus diesen 2,50 € Sachen habe ich mir geholt von Catherine Pankol oder Pankol. Der langsame Walter der Schildkröten. Das sieht so aus. Ist auch ein ganz schöner Brummer. Vor allem ist die Auflage relativ groß. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil ist die gelben Augen der Krokodile. Das ist auch hier drauf. Ich habe den ersten Teil leider nicht. Werde ich mir dann besorgen. Und ja, den zweiten habe ich jetzt gestehen. Dann gibt es auch noch einen dritten Band, meine ich. Ja. Mal schauen. Ich denke, das wird mir gefallen. Das habe ich bei irgendjemandem im Video gesehen, dass er oder sie das sehr gut bewertet haben und sehr als empfehlenswert empfunden haben. Und deswegen habe ich mir das geholt. Also 2,50 € kann man echt nicht meckern. So, und dann habe ich bei Thalia nochmal gefunden, das war auch echt ein Schätzchen. Das Buch war runtergesetzt von 20,80 € auf 2 €. Und zwar von Marie-Sabine Roger. Heute beginnt der Rest des Lebens. In Hardcover, also es ist wirklich mit Hardcover und allem drum und dran, 2 € bezahlt. In diesem Buch geht es um einen jungen Mann, der meint, an seinem 36. Geburtstag sterben zu müssen, weil
alle seine Vorfahren, also männliche Vorfahren, sind an ihrem 36. Geburtstag gestorben. Nun rückt der Geburtstag näher und er geht natürlich jetzt davon aus, dass er jetzt bald sterben wird. Und das passiert aber nicht. Sprich, er lebt weiter. Und ja, wie sich das jetzt, also er hat natürlich jetzt ein Problem, weil er hat auch keine Pläne gemacht für sein Leben nach dem 36. Geburtstag. Und wie er jetzt aus diesem Schlamassel rauskommt und was er mit seinem Leben anstellt, wer ihm dabei hilft, das steht hier drin. Ich mag die Aufmachung, weil das so eine schlichte Aufmachung ist und das Cover ist auch so einfach so ein Papierartig, also nicht glänzend oder irgendwas. Und was auch total süß ist der Hund hier hinten drauf. Und der ist auch vorne zu sehen hier. Also ich nehme an, dass der Hund da eine wesentliche Rolle in diesem Buch spielt. Und ja, ich habe von Marie-Sabine habe ich gelesen, das Leben ist ein lustiger Kater. Das hatte ich damals aus der Bibliothek ausgeliehen und das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich das sehr amüsant fand und ganz toll geschrieben und die Frau hat einfach einen ganz tollen Humor und ja, auf dieses Buch bin ich natürlich jetzt super gespannt und ich finde das klasse, dass ich das für 2 € so günstig geschaffen habe. Das ist echt unfassbar. Ja, gut, das waren meine ganzen Bücher, die ich euch jetzt gerade zeigen wollte. Meine Ausbeute aus dem September, wie gesagt, es existiert schon ein Video von dem Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek. Da hatte ich, glaube ich, auch 14 Bücher oder so geholt. Also dieser September war wirklich sehr ergiebig. Im Oktober werden, glaube ich, nicht so viele Bücher dazukommen, weil ich irgendwie auch wenig Zeit habe, Bücher zu kaufen und ich diesen Monat auch lieber lesen möchte. Vor allem beim Stereo, da muss ich ja 4 Bücher durchlesen. Und ja, von daher wird, glaube ich, der Oktober nicht besonders ergiebig sein. Umso besser, dass der September so gut war. Ja, wie ihr seht, mir geht der Lesestoff nicht aus. Ich wünsche euch wunderbare Lesestunden und hoffe, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss!